vor dem Essen, bevor ich esse. Nach dem Essen, nachdem ich gegessen habe. Nachdem ich gegessen hatte. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute lernst du wieder das Beste aus der deutschen Grammatik, die Nominalisierung und Verbalisierung von Temporalsätzen. Das geht ganz einfach in 3 Schritten und hier kommen direkt ein paar Beispiele. Wann wäschst du deine Hände? Ich wasche meine Hände, bevor ich esse. Bevor ich esse ist ein Temporalsatz. Und weil das ein Nebensatz ist, steht das Verb am Ende. Deshalb heißt es verbal. Diesen Verbalsatz kannst du jetzt nominalisieren. Vor dem Essen wasche ich meine Hände. Vor dem Essen ist nominal, denn Essen ist ein Nomen. Was ist passiert? Du hast das Verb esse aus dem Nebensatz in das Nomen essen umgeformt. Du hast es nominalisiert. Zweites Beispiel. Nachdem ich gearbeitet habe, mache ich eine kleine Siesta. Nachdem ich gearbeitet habe, ist auch ein Temporalsatz, also ein Nebensatz mit Verb am Ende, daher auch verbal genannt. Und wir nominalisieren wieder. Nach der Arbeit mache ich eine kleine Siesta. Auch hier hast du aus dem Verb gearbeitet habe das Nomen Arbeit gemacht, also nominalisiert. Nach der Arbeit ist der nominale Teil, weil Arbeit ein Nomen ist. Das Ganze funktioniert natürlich auch in die andere Richtung, dann nennt man es Verbalisierung. Wie diese Umformungen funktionieren, zeige ich dir jetzt im Detail. Und du lernst auch, wie man das Plusquamperfekt im Nachdem-Satz benutzt. Nachdem ich gearbeitet hatte, machte ich eine kleine Siesta. Und damit du ein Experte in der deutschen Sprache wirst, habe ich ein Geschenk für dich. Das exklusive Lernpaket mit der deutschen Basisgrammatik, dem Wortschatz bis B2, Nomen-Verb-Verbindungen und noch vielem mehr. Du kannst es dir kostenlos herunterladen. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Wie ich schon gesagt habe, sind Temporalsätze verbale Nebensätze. Sie antworten vor allem auf die Frage wann. Wenn du auf diese Frage antworten möchtest, kannst du das entweder verbal oder nominal machen. Hier direkt eine Frage. Wann kauft Kai sich ein Ticket? Kai kauft sich ein Ticket, bevor das Fußballspiel beginnt. Es gibt einen Hauptsatz, Kai kauft sich ein Ticket, und einen Nebensatz, bevor das Fußballspiel beginnt. Uns interessiert der temporale Nebensatz. Den nominalisieren wir jetzt. Das passiert in 3 Schritten. Kai kauft sich ein Ticket, bevor das Fußballspiel beginnt. Erstens, du nimmst immer das Verb aus dem Nebensatz und formst es in ein Nomen um. Das ist total simpel, du kannst im Prinzip immer einen Infinitiv benutzen. Beginnen, das Beginnen. Diese nominalisierten Verben haben immer den Artikel das und man schreibt sie groß. Natürlich kannst du auch das Nomen der Beginn benutzen. Beides geht, obwohl letzteres hier ein bisschen schöner klingt.
Zweitens, als nächstes machst du aus der Konjunktion bevor die Präposition vor. Warum? Bevor ist für Verben, aber vor ist für Nomen. Also wird aus bevor das Fußballspiel beginnt der nominale Teil vor dem Beginn des Fußballspiels. Achtung, die Präposition vor braucht immer den Dativ, daher der Artikel dem. Drittens, da das Verb beginnen nun weg ist, gibt es keinen Nebensatz mehr, denn beim Nominalisieren macht man aus einem Haupt- und einem Nebensatz einen langen Hauptsatz. Vor dem Beginn des Fußballspiels kauft Kai sich ein Ticket. Oder Kai kauft sich vor dem Beginn des Fußballspiels ein Ticket. Du kombinierst hier zwei Nomen, also der Beginn und das Fußballspiel. Deshalb brauchst du einen Genitiv. Nächstes Beispiel. Bevor man eine Wohnung betritt, sollte man seine Schuhe ausziehen. Nochmal. Erstens, wir suchen das Verb im Nebensatz und nominalisieren es. Betritt wird zu das Betreten. Zweitens, aus bevor wird vor, so dass es zum Nomen passt. Vor dem Betreten. Auch hier gibt es ein zweites Nomen, daher der Genitiv. Vor dem Betreten einer Wohnung. Und drittens, wir verbinden das Ganze mit dem Hauptsatz. Vor dem Betreten einer Wohnung sollte man seine Schuhe ausziehen. Oder man sollte vor dem Betreten einer Wohnung seine Schuhe ausziehen. Ist das soweit klar? Dann schauen wir uns jetzt an, wie das Ganze mit nachdem und nach funktioniert. Nachdem sie ihre C1-Prüfung bestanden hat, will sie studieren gehen. Gleiches Spiel. Erstens, du suchst das Verb im Nebensatz und nominalisierst es. Bestehen wird zu das Bestehen. Zweitens, aus nachdem wird nach, denn nachdem ist für Verben, aber nach ist für Nomen. Also nach dem Bestehen. Die Präposition nach braucht übrigens auch immer den Dativ. Gut, oder? Oh, eins fehlt noch, der Genitiv. Nach dem Bestehen der Prüfung. Und zum Schluss verbinden wir das wieder mit dem Hauptsatz. Nach dem Bestehen der Prüfung will sie studieren gehen. Fertig! Noch ein letztes Beispiel mit nach und nachdem. Und jetzt zeige ich dir noch das Ding mit dem Plusquamperfekt. Vergleiche mal diese beiden Beispiele. Nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hat, holt er sich einen Hund. Nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hatte, holte er sich einen Hund. Was fällt dir auf? Vergleiche mal die beiden Verben im Hauptsatz. Siehst du, dass der erste Satz im Präsens steht und der zweite im Präteritum? Das ist nämlich der Grund dafür, dass der Nebensatz im ersten Beispiel im Perfekt steht, aber im zweiten Beispiel im Plusquamperfekt. Für Nachdem-Sätze gilt: Wenn der Hauptsatz im Präsens steht, steht der Nebensatz im Perfekt. Wenn er aber im Präteritum steht, dann steht der Nebensatz im Plusquamperfekt. Und dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Nachdem heißt ja, wenn ich eine Sache fertig habe, dann mache ich die andere Sache. Aber ich sage nicht, zuerst mache ich das und dann das, sondern andersrum. Und aus diesem Grund braucht man die Vergangenheit. Beim Bevorsatz ist das ja nicht so, denn wir erzählen in der normalen Reihenfolge. Ist das klar? Wenn nicht,
Kein Problem, es gibt ein fantastisches Video über dieses Thema, das habe ich dir hier oben verlinkt. Zurück zum Text. Wie nominalisiert man diese beiden Sätze? Vorab, der Nominalisierung ist es total egal, ob Perfekt oder Plusquamperfekt, denn es gibt kein Verb. Man erkennt die Zeit am Verb im Hauptsatz, also alles gut. Schritt 1. Das Verb im Nebensatz ist trennen. Und das Nomen? Hier passt das Trennen nicht so gut, obwohl das Wort existiert, zum Beispiel im Kontext von Recycling, aber bei Liebe bzw. keiner Liebe spricht man von Trennung. Schritt 2. Nachdem wird zu nach plus Dativ. Nach der Trennung. Und dann hängen wir von seiner Freundin an. Hier brauchen wir keinen Genitiv, denn wir haben ja schon von. Also nach der Trennung von seiner Freundin. Und zum Schluss verbinden wir das Ganze mit dem Hauptsatz. In diesem Fall haben wir 2. Nach der Trennung von seiner Freundin holt er sich einen Hund. Nach der Trennung von seiner Freundin holte er sich einen Hund. Siehst du den Unterschied zwischen beiden Sätzen? Im ersten Beispiel hat er noch keinen Hund, weil er sich erst trennen muss, aber im zweiten Satz hat er einen Hund, denn er hat sich schon getrennt. Nun bist du quasi Experte im Nominalisieren, aber kannst du auch verbalisieren? Das ist genau gleich, nur in die andere Richtung. Du hast einen langen Hauptsatz und machst daraus einen Hauptsatz und einen Nebensatz mit Verb am Ende und Komma dazwischen. Hier 2 Beispiele. Vor ihrer Beförderung musste Lisa oft samstags arbeiten. Nach meiner Entlassung musste ich einen neuen Job suchen. Wir verbalisieren zuerst Satz 1 und dann Satz 2. Schritt 1. Suche den nominalen Teil mit der Präposition vor ihrer Beförderung. Und aus dem Nomen Beförderung machen wir ein Verb und das ist befördern. Schritt 2. Wir kombinieren mit der Konjunktion bevor und Achtung, da wir hier keine Person erkennen können, die Lisa befördert hat, benutzen wir entweder das Pronomen Mann oder ein Passiv. Bevor man Lisa befördert hat oder bevor Lisa befördert wurde. Und Schritt 3. Wir kombinieren diesen neuen Nebensatz mit dem Hauptsatz. Ganz wichtig, vergiss das Komma dazwischen nicht. Bevor Lisa befördert wurde, musste sie oft samstags arbeiten. Du kannst Lisa auch im Hauptsatz lassen und im Nebensatz das Pronomen sie benutzen. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, du benutzt nicht zweimal Lisa, denn das klingt komisch. Nächster Satz und dann hast du es geschafft. Schritt 1. Suche den nominalen Teil mit der Präposition nach meiner Entlassung. Und das Nomen Entlassung wird zum Verb entlassen. Schritt 2. Nun kommt die Konjunktion nachdem ins Spiel. Achtung, auch hier gibt es wieder keine Person, die mich entlassen hat. Daher entweder Mann oder das Passiv. Und der Satz steht im Präteritum und das heißt, der Nebensatz muss im Plusquamperfekt stehen, nachdem man mich entlassen hatte oder, und jetzt wird's kompliziert, nachdem ich entlassen worden war. Schritt 3. Wir kombinieren den Nebensatz mit dem Hauptsatz und zwar mit einem Komma. Nachdem man mich entlassen hatte, musste ich einen neuen Job suchen.
Nachdem ich entlassen worden war, musste ich einen neuen Job suchen. Übrigens, den zweiten Satz würde man nicht so häufig benutzen wie den ersten Satz. Das ist ein bisschen komplizierter. Und fertig. Noch eine ganz wichtige Info. Wenn du nur einen nominalen Hauptsatz hast, brauchst du kein Komma. Und damit du das Ganze üben kannst, hier eine kleine Hausaufgabe für dich. Forme diese 4 Sätze um. Es gibt übrigens nicht immer die eine perfekte Lösung. Wichtig ist, dass die Bedeutung gleich bleibt. Aber manchmal gibt es kein passendes Verb und dann muss man kreativ sein. Auch der Satzbau ist relativ flexibel, aber du schaffst das schon. Wir halten vor dem Abschluss des Projekts ein Meeting. Bevor ihr das Haus verlasst, solltet ihr eure Schlüssel mitnehmen. Nach Abgabe ihrer Unterlagen werden wir ihren Fall prüfen. Er fühlte sich viel besser, nachdem er geduscht hatte. Schreib mir die Lösung in die Kommentare, damit ich sie für dich korrigieren kann. Und vergiss nicht, dir das kostenlose Super-Mega-Lernpaket herunterzuladen. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Julia.